Ich mag immer dieses Bild, wir sind alle Puzzleteile in einem einzigen riesen Puzzle. Und wenn wir so versuchen zu sein wie ein anderes Puzzleteil, weil wir das toll finden, wie dieses Puzzleteil ist, dann funktioniert irgendwann das ganze Puzzle aber nicht mehr. Wir sind dazu hier. Wir sind geboren, unser eigenes Puzzleteil zu sein. Ich bin Maja Aurin. Mir fällt es schwer zu sagen, ich bin Yogalehrerin, Meditation, Retreats, Workshops, ich mache Theta Healing, sondern es ist ja immer ein Zusammenspiel dieser Methoden. Es hat angefangen mit Yoga, also während des Studiums, Bachelorarbeit, super stressig, ich total im nur funktionieren und machen und nicht zur Ruhe kommen. Ach, Yoga soll doch helfen, Yoga entspannt doch. Unisport, noch einen Platz in irgendeinem Kurs frei, ich den genommen und es war Kundalini-Yoga. Und es hat mich so abgeholt. Es hat mich wohin gebracht, wo ich gar nicht dachte, dass ich dahin will. Dann habe ich die Ausbildung begonnen und das hat alles über den Haufen geworfen, wie ich bisher gelebt habe. Das war nicht unbedingt nur leicht. Im Gegenteil, also es hat mich so tief berührt und mir selbst so tief gezeigt, dass ich gesehen habe, dass die Lebensform, die ich gewählt habe, das war in diesem Moment ein sehr gut bezahlter Job in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis mit Ausblick auf guter Rente, zusätzlicher Pension und so weiter, dass das nicht das war, wonach ich suche, wonach meine Seele sucht, was mich glücklich macht im Inneren. Dieser Weg war sehr, sehr tief, also der ging wirklich tief und lang und der war auch dunkel zwischendurch. Und da war mir Yoga gleichzeitig immer, vor allem auch die Meditation, immer ein Anker. Immer wieder die Verbindung mit mir selbst und das Gefühl, dass es richtig ist, verbunden zu sein und diese Stimme wahrzunehmen, so schmerzhaft das auch zwischendurch war. Und sich zu trauen, wieder ganz auf sich zu schauen, all das mal abzulegen, was wir uns so angezogen haben. Ich bin Tochter, ich bin Partnerin, ich bin Kollegin, ich bin was weiß ich alles. Und das darf auch einfach mal zur Seite gelegt werden. Und was bleibt dann? Und das kann aber auch Angst machen. Und das verstehe ich total. Genau an dem Punkt war ich auch. In diesem, oh Gott, was ist denn da überhaupt übrig? Ist da überhaupt was übrig? Ja, es ist immer was übrig. Und das ist die Essenz, diese Einzigartigkeit von jeder Person. Die Erfahrungen, die du gemacht hast in deinem Leben, jetzt und hier, in diesem Ort, zu dieser Zeit, die sind einzigartig. Die macht kein anderer Mensch. Und je mehr man ablegt, desto bereichernder ist es eigentlich. Und das heißt nicht, dass man sich die ganzen Gewänder ja auch nicht wieder anzieht in seinen verschiedenen Tätigkeiten oder Aspekten des Lebens im Alltag. Also mir geht es darum, im Fluss zu sein mit dem Leben, was auch immer da kommen mag. Und aus meiner persönlichen Erfahrung habe ich so viel geplant, dass ich im Grunde gar keinen Platz mehr hatte für das, was das Universum zeigen möchte. Ich dachte, ich kann alles kontrollieren. Ich muss das alles kontrollieren. Was für eine Anstrengung, was für eine Energieverschwendung. Aber das, was das Universum mir eigentlich an Geschenken bereithält, das hatte gar keinen Platz mehr. Und das wird jetzt erst möglich. Durch dieses Innehalten, durch dieses Einfachsein. Und einfach sein. Ich habe viele Jahre in Norddeutschland gelebt und bin ausgewandert. Hier ist so viel Raum, hier ist so viel weniger. Diese Nähe zu dieser unglaublichen Natur. In wie vielen Minuten bin ich am Meer, kann in dieses Wasser eintauchen, in die Kraft des Wassers. Bin in den Bergen, wo nur Tiere sind, Schafe, Gebimmel. Das ist so nah und so essentiell und so erfüllend, dass ich jedes Mal vor Freude jauchze, wenn ich da rumlaufe. Und dennoch hat es
eine Zeit gebraucht, um zu merken, wie wichtig das ist. Das finde ich in diesem heutigen Leben oft sehr schwer, in der heutigen Zeit, sich selbst die Zeit zu geben, die Ruhe zu erlauben. Und das ist eben auch dieser große Wunsch, was ich anderen Menschen auch ermöglichen möchte. Ich möchte ihnen Raum geben, um zu spüren und vor allem um sich wieder zu spüren. Denn nur durch diese Ruhe und durch diese Zeit kann ich meinen Blick ja auch erstmal dahin wenden, das Licht dahin scheinen lassen, wo ich hingucken möchte. Das ist für mich das Allerwichtigste, wieder bei sich anzukommen und überhaupt erstmal diese Stimme zu hören, um seiner ganz ureigenen, einzigartigen Essenz lauschen zu können, sich verbinden zu können. Denn die ist da, die ist immer da. Und das braucht selbstbestimmtes, ich nehme mir jetzt die Zeit, weil ich das möchte. Es braucht diesen Moment der Entscheidung, einfach mal sich anzugucken mit allem, was da ist. Allem. Hell und dunkel. Frei von Bewertung, frei von Stimmen von außen. Einfach nur gucken und fühlen. Und diese Entscheidung, die ist selbstbestimmt. Die kann auch kein anderer für dich treffen. Aber wenn du sie triffst, dann öffnen sich Türen.